selbstverständlich. Super. Wir haben davon 16 Container verkauft. Und in jedem Container sind, glaube ich, 2400 Stück drin. Also das ist die erfolgreichste Armbrust Deutschlands, kann man so sagen. Und jetzt wird sie noch besser. Ja, wir machen also jetzt aus der Edda eine ganz neue Waffe. Hier sieht man die neue Edda, sie liegt ja auch hier auf dem Tisch. Ist eine taktische Repetierarmbrust, also keine Präzisionsarmbrust, sondern für taktische Zwecke bis 30 Meter Einsatz. Es ist ein Unterhebelrepetierer, das sind keine Einzelschussarmbrüste. Man hat jetzt 7 oder 18 Pfeile im Magazin. Hier liegt jetzt die Version mit 18 Schuss, das ist ganz neu. Die Energie liegt dabei 34 bis 52 Joule, weil man eben verschiedene Wurfarme verwenden kann. Die stärksten Wurfarme haben halt mittlerweile 52 Joule Energie. Die Zugkraft liegt dann bei 130 bis 190 Pfund. Ja, der UVP, 379 € fangen wir an und die Top-Modelle kosten 549 €. Ja. Was macht es besonders? Ich habe das 18-Schuss-Magazin oben drauf. Ich habe jetzt hier den starken 190 Pfund Wurfarm. Ich habe einen Klappschaft, das heißt, die haben mit dem Adapter auch einklappbare Schäfte. Und ich habe das neue Edda 2.0 Kit drin. Da ist also der Spannhebel verlängert, damit ich das auch nach wie vor noch sehr leicht spannen kann. Und ich habe auch das Schloss verstärkt in der Waffe hier. Das unterscheidet die Edda von dem Vorgänger. Ja, kann mal zeigen, wie das funktioniert. Ich habe es jetzt ein bisschen beschleunigt, weil 18 Schuss abzugeben dauert. Und man sieht, die Treffgenauigkeit ist ziemlich hoch. Also jetzt bin ich auch nicht der beste Schütze, aber wenn man sich vorstellt, das ist eine taktische Waffe, wenn das ein Einbrecher wäre, der hätte jetzt keine Freude dran. Was die Leistung betrifft, ich mache mal hier einen Schuss auf eine Kokosnuss. Ja, die ist noch relativ leicht zu treffen auf die Entfernung und ja, der Effekt spricht dann für sich. Also das sind tödliche Waffen, aber frei verfügbar. Hier ein Schuss auf einen Kuh-Oberschenkelknochen und auch das spricht, glaube ich, für sich. Das kann man meiner Meinung nach nicht überleben. Kommen wir nun zu der zweiten Armbrust heute. Das ist die My Interceptor. Das ist wahrscheinlich die lang erwartetste Armbrust am gesamten Armbrustmarkt in Deutschland. Diese Waffe ist revolutionär, weil sie hat ganz viele verschiedene Eigenschaften, die man bisher so nicht finden konnte. Wir haben zuerst mal ein 18-Schuss Wechselmagazin mit Anfopplung von unten. Das heißt, ich kann diese Waffe nachladen wie ein Sturmgewehr mit einem Magazin, das ich von unten einfach zuführen kann. Ich habe eine durchgehende flache Picatinny-Schiene, das heißt, ich kann auf dieser Waffe auch große Scopes montieren. Das ist nicht nur mit Red Dots, sondern ich kann auch mit Scopes arbeiten. Ich habe ein richtiges Armbrustschloss, das in dieser Klasse von den kleinen Armbrüsten nicht normal ist. Ich habe einen Schnellwechselwurfarm, das heißt, ich kann innerhalb von Sekunden die verschiedenen Wurfarme auswechseln. Da habe ich eine Range von 30 Pfund für Übungsschießen zu Hause bis eben hin zu 120 Pfund und dann habe ich schon richtig herbe Durchschlagskraft. Ich habe einen soliden Frontgriff, weil die Waffe wird ja auf die Art und Weise gespannt. Und der Abzug klappt mit ab. Das bedeutet also, ich muss bei der Waffe beim Spannen nicht umgreifen, sondern kann die sozusagen im Anschlag spannen. Ja, hier mal Video, wie das so aussieht. Zuführung von unten. Die Waffe wird einfach durch Abklappen gespannt. Ja. Und ich kann natürlich damit dann blitzschnell schießen. Man sieht hier auch das riesige Scope, was ich da drauf montiert habe. Man braucht das natürlich nicht, aber geil aussehen tut es trotzdem, finde ich. Ja, und hier sieht man die Schussgeschwindigkeit, auch wenn ich aus der Hüfte schieße. Die ist natürlich für eine Armbrust gigantisch hoch. Also so schnell kann man mit Armbrüsten eigentlich nicht schießen. Das hat also mit einer Wilhelm Tell Armbrust aus dem 16. Jahrhundert nichts mehr gemein. Das sind moderne Waffen, mit denen man viel Schaden anrichten kann, die aber trotzdem in Deutschland frei verkäuflich sind. Ja, die Hinterschaft kann in 2 Positionen montiert werden. Entweder der niedrige Anschlag, den würde man dann machen, wenn man eine Optik verbaut, die halt sehr flach aufbaut, oder der hohe Anschlagschaft, den man dann nimmt, wenn man halt eine hohe Optik hat. Ja, die Auslieferung wird erwartet noch im Frühjahr. Wobei ich darauf hinweisen möchte, dass das Frühjahr bis zum 23. Juni geht. Und der Preis steht noch nicht final fest, aber wird aber mit Sicherheit die genialste Armbrust, die in Deutschland jemals auf den Markt gekommen ist. Ja, das war meine Armbrustpräsentation. Um 15 Uhr haben wir nochmal eine Präsentation mit den Messerneuheiten.
Wenn Sie Fragen haben, gern. Ansonsten sind die Waffen auch hier. Sie können sie sich gern mal aus der Nähe betrachten. Dankeschön.